In Duisburg sorgen sich immer mehr Anwohner und Ladenbesitzer um den Anstieg der Kriminalität. Die Zahl der Straftaten im Duisburger Stadtteil Meiderich hat in den vergangenen Monaten massiv zugenommen. Während 2023 noch unter 300 Straftaten registriert wurden, sind es allein von Januar bis Ende August 2024 schon über 400, darunter 50 Körperverletzungen gewesen. Ladenbesitzer fordern nun, dass Polizei und Politik Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Täter sollen überwiegend zu Jugendbanden und kriminellen Clans gehören. Meine Kollegin Greta Wagener guckt sich das Ganze mal von vor Ort an. Greta, wie sieht es denn aus? Hast du vielleicht schon mit Ladenbesitzern oder auch Passanten sprechen können? Ja, ganz genau. Ich bin hier schon im Gespräch mit vielen Menschen vor Ort, einmal mit den Bürgern auf der Straße, wo mir vor allem Frauen gerade geschildert haben, dass sie sich hier abends einfach nicht mehr sicher fühlen. Sie trauen sich nicht hier alleine auf die Straße, weil sie meinen, es wird einem hinterhergerufen, man wird angesprochen, man wird belästigt, es wird einem hinterhergelaufen. Und das sind natürlich alles Zustände. Da fühlt man sich extrem unwohl. Aber dann natürlich auch all das, was man sonst noch mitbekommt. Schlägereien, Messerstechereien, Drogenhandel und eben einfach die Kriminalität hier vor Ort. Und man sieht es auch hinter mir, auch mit diesem Ladenbesitzer konnte ich sprechen. Hier sind die Scheiben eingeschlagen und diese Pappe oder dieses Holz, was davor jetzt ist, das ist natürlich nur eine Übergangslösung. Aber der Ladenbesitzer hatte mir eben gesagt, dass es mindestens einmal im Monat dazu kommt, dass bei ihm die Scheibe eingeschlagen wird und dass eingebrochen wird. Er meinte, das lohnt sich jetzt gerade gar nicht für mich, da jetzt neue Scheiben einzusetzen. Er erwartet ein neues Sicherheitssystem, was jetzt in den nächsten Wochen eben kommen soll. Und erst dann möchte er da auch wieder richtige Scheiben einsetzen, weil er meint, ich hatte in dem letzten Jahr fast 15 Einbrüche hier verzeichnet. Das ist pro Monat mindestens einer, wenn nicht sogar mehr. Und es sind immer dieselben, hat er mir gesagt. Es ist immer dieselbe Gruppe an Jugendlichen, die hier rumläuft und die eben hier einbricht. Es sind dann pro Einbruch werden Zigaretten immer geklaut. Das ist vorrangig eben das Ziel der Täter. 4.000 € Schaden pro Einbruch mit den Zigaretten, dann nochmal 4.000 € die Scheibe. Er hat auch gesagt, die letzten 2 Einbrüche, die hätte er gar nicht seiner Versicherung gemeldet, weil er einfach Angst hat, auch dort herauszufliegen. Und ich hatte es gerade gesagt, immer dieselben. Er hat die Gruppe als Talerhons bezeichnet. Wir kennen diesen Begriff aus den letzten Monaten, weil er immer wieder vermehrt vorkommt. Das ist eine Jugendgruppe, meist von jungen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die eben hier ihr Unwesen treibt. Und das hat er eben genauso beschrieben. Und auch er fordert, wie eben die meisten Bürger hier in Duisburg-Meiderich, dass hier eine verstärkte Polizeipräsenz wirklich vonnöten ist. Also doch relativ dramatische Zustände. Danke an meine Kollegin Greta Wagener von Live vor Ort für die Eindrücke und auch, dass du mit so vielen Leuten sprechen konntest und davon erzählen.